가장 치바래. Ja. Eine Januszeit. Ja, bevor wir jetzt anfangen, wollen wir erst ein Gebet rezitieren. Der Zufluchtname des Erleuchtungsgeistes dreimal und ein Gebet der 4 Unermesslichkeiten. O Sangye Chödan Tsogi Chonala Janjo Badudani Kyazoji Tagi Jinzagi Be Senongi Dola Benjizangi Dobajo Sangye Chödan Sogi Chonala Janjo Badudani Kyazoji Tagi Jinzagi Be Senongi Dola Benjizangi Dobajo Sangye Chödan Tsogi Chonala Janjo Badudani Kyazoji Tagi Jinzagi Be Senongi Dola Benjizangi Dobajo Senjen Danjen Dawa Dandeve Gyudan Damba Gyuji Senjen Danje Dongal Dan Dongal Gyudan Dawa Gyuji Senjen Danje Dongal Mebe Dewa Dami Dawa Gyuji Senjen Danje Nirin Chada Nidan Deve Danala Naba Gyuji Senjen Danje Dawa Dandeve Gyudan Damba Gyuji Senjen Danje Dongal Dan Dongal Gyudan Dawa Gyuji Senjen Danje Dongal Mebe Dewa Dami Dewa Gyuji Senjen Danje Nirin Chada Nidan Deve Danala Nava Gyuji Senjen Danje Dewa Dandeve Gyudan Damba Gyuji Senjen Danje Dongal Dan Dongal Gyudan Dawa Gyuji Senjen Danje Dongal Mebe Dewa Dami Dewa Gyuji Senjen Danje Nirin Chada Nidan Deve Danala Naba Gyuji that did it. That Tajano, the Nizipapon only sound to touch daily. Yes. Erstmal alle, die von zu Hause zuschauen und hören, ein herzliches Tashi Dele. Tan lang ju zo number some
Yenju Shanju Sen Yanda Betawa Sene Tindishima Rumba Jido Tinema Chinetin Lar Didino Pa Donema Shaya Dao Chimba Di Nania Katung Yenjunde Razando Sare that didn't Shanju Sen then Yanda Betawa de Migelia Katung Imangela and Sharach Paru Shumba Otika to the Yongodo Otinde Zatiria Shanju Sen is. Ja, das letzte Mal habe ich ja angefangen, innerhalb der sogenannten 3 Hauptaspekte des Pfades die Entsagung stärker in den Vordergrund zu rücken bei den Erklärungen. Zu diesen 3 Hauptaspekten gehören neben der Haltung der Entsagung auch die Sicht der Leerheit. Da das der Plan ist, dass wir nach diesen Erklärungen zu diesen 3 Hauptaspekten den kurz zusammengefassten Stufenweg zur Erleuchtung innerlich thematisieren werden, denke ich, dass diese korrekte Sichtweise der Erkenntnis der Leerheit dann, wenn es um Weisheit geht, innerhalb dieses Lamnon-Gebetes thematisiert wird. Aber was nun der dritte Hauptaspekt angeht, Bodhicitta, der ist letztes Mal ein bisschen knapp ausgefallen, deswegen werde ich heute noch ein bisschen was zu dem Erleuchtungsgeist oder Bodhicitta verdeutlichen. Odelia, da Shanju Sen, Genpen Shanju Sen, da Debe Ketchumbu, da Nobe Ketchumbu Zigare, Tindinza, and Jazishawale, Jenju Leg, Jun, Leg, Nidi, Shanju Sen, Quanchore, Tindinza, Tinajiga, Tinipilara, Kazakalia, da Shanju Sen said, and the Jin Gambolodiga, the Shanju Sentence, Missing patients there. In Mahayana Buddhismus wird dieser altruistische Geist, der nach Erleuchtung zum Wohl der anderen strebt, als sehr, sehr wichtig erachtet. Der große indische Meister Shantideva hat 2 Kapitel seines Werkes Bodhicaya-Vatara vor allem dem Erleuchtungsgeist gewidmet. Auch findet man das in vielen anderen Schriften, sehr viele Erklärungen zum Erleuchtungsgeist. Auch Nagarjuna hat eine Schrift zum Erleuchtungsgeist verfasst. Das heißt, anhand der vielfältigen Literatur innerhalb des Mahayana wird eigentlich deutlich, dass man diesem altruistischen Erleuchtungsgeist eine hohe Bedeutung beimisst. Auch wenn es der altruistische Erleuchtungsgeist heißt, da muss man sich deutlich machen, dass es sich um ein Bewusstsein und einen Geisteszustand handelt, der letztlich, heißt es, höchstes Glück nicht nur für andere, sondern auch für einen selbst hervorbringt. Dadurch, dass das höchste Wohl für einen selber und für andere, das heißt für beide, einen selbst und die anderen aus dieser Geisteshaltung erwächst, spricht man hier von dem unübertroffenen Erleuchtungsgeist. Der Erleuchtungsgeist ist letztlich eine Geisteshaltung, in der man nach etwas strebt, wobei es einen Aspekt des Strebens gibt, das mehr ursächlich ist, und dann gibt es einen Aspekt des Strebens, was mehr diese Ursache folgt, das heißt resultierend ist. Am Anfang ist es deswegen sinnvoll, dass man sich mit dem beschäftigt, dem Objekt, woraus sich das erste ursächliche Streben ergibt. Infolgedessen wird dann auch das zweite Streben, das eigentliche Streben innerhalb des Erleuchtungsgeistes dann quasi sehr deutlich und sinnvoll.
tene kandejiris shanshu tene tango to yawasana ta yawa mambo chayongro utine zati kote na. Wenn man zum Beispiel jetzt das Streben, das resultierende Streben innerhalb von Bodhicitta betrachtet, so ist es eigentlich eine Geisteshaltung, die nach Erleuchtung strebt. Wenn man sich nun quasi schaut, was das Streben quasi, worauf sich das Streben ausrichtet oder worauf es abzielt, dann ist es eben die Erleuchtung. In dem Zusammenhang muss man aber erstmal ein Verständnis haben, was Erleuchtung genau bedeutet, was das genau ist in diesem Zusammenhang. Und in der Zangazu Senche de Iketon Senche Lea Senzon Bichawuyere, Sengen Bichawuyere, da Jeng Chamobore, a Zombie Chawuyere, Dindigate, Tangen Bichatela Ri Nishene, Aniji Nyamogichada, Aniji Nyamogijabeta, Pacha Sananda, Shudu Sananda, Dindigicha, da Jen Yilatene. Aniji Senje Teleata, Karasir, Kangate de so, then it is on years. Senji Dunga Nasati, Nyamobi Change, Anitija Pacha Change. Und wenn man schaut, dann hat das damit zu tun, dass wir, wenn wir unseren eigenen Geist betrachten oder überhaupt den Geist bei den Lebewesen betrachten, dann gibt es innerhalb der Bewusstseinszustände sehr viel Konstruktives, Heilsames. Es gibt aber auch sehr viel Destruktives, was entsprechend viel Leiden und so weiter hervorbringt. Wenn man schaut, auch innerhalb dieser mehr destruktiven, negativen Aspekte, die den Geist verschleiern, so gibt es eigentlich grundlegend, wenn man sie zusammenfasst, zwei. Das eine sind die Verblendungen oder sogenannten Kleshas oder Leidenschaften des Geistes, die den Geist verschleiern. Und es gibt dann Anlagen, die im Geist gegeben sind von diesen Leidenschaften, die auch eine verschleiernde Wirkung entsprechend auf den Geist haben. Und infolge dieser verschiedenen Verschleierungen erleben die Lebewesen vielfältige Leiden und Schwierigkeiten. Wenn man quasi nun mittels der buddhistischen oder der Dharma-Praxis diesen Verschleierungen entgegenwirkt, dann sieht es eben genauso aus, dass man mit vielfältigen Methoden nun bemüht ist, den Geist davon zu befreien. Wenn man es durch entsprechende Praxis vermag, den Geist von dieser ersten Verschleierung, der in Form von Leidenschaften oder Kleshas zu befreien, dann würde man, sobald man es geschafft hat, den Geist von diesen Kleshas frei zu machen, die sogenannte Erleuchtung, oder wörtlich heißt es vielleicht auch mehr Erwachen, aber wie auch immer, die Erleuchtung entsprechend erlangen. Und wobei das die sogenannte kleine Erleuchtung ist. Das heißt, in dieser kleinen Erleuchtung hat man den Geist von all diesen Leidenschaften oder Kleshas befreit und somit eine wirkliche Befreiung erlangt. Eine Befreiung aus Leidenschaften. Diese bloße Befreiung aus Leidenschaften oder persönliche oder Befreiung nennt man die kleine Erleuchtung. Odere, Teneza, Tane, Tanye Mambada, Dija Bipachas, Shatan Yamabadi Gopan Hoche, any Goban Delia, Takore, Azu Satsawaina, Labera Sawainanda, Di Trumash Gopa Karam Menaya, Anichi, Trumakadesh, Doa, O Dili Peshayesh, Teneza, Nyamobi Shab, Pacha, Seneta, Delia Shudus. That Truma and Yamobi Truma, Shijitruva Nika Pambiga, then that Pampasanada, then the Pondorelia, Shanju Chambo, Senite, the Jungiris. Wenn man nun entsprechend diese Befreiung erlangt hat, gibt es im Geist aber noch andere Makel,
nämlich die als zweites genannten Schleier, dadurch, dass Anlagen der Leidenschaften im Geist noch wirksam sind. Diese Anlagen werden manchmal so verglichen, wenn man Knoblauch hat und dann ist zwar irgendwann vielleicht der Knoblauch weg, indem man ihn verspeist hat oder wie auch immer, aber die Hände oder was auch immer, wo der Knoblauch eben noch zugegen war, riechen noch sehr stark danach. Das wäre dann vergleichbar mit den Anlagen der Leidenschaften. Das heißt, man hat zwar die Leidenschaften aufgegeben, aber diese Anlagen sind noch da. Diese Anlagen nennt man die subtileren Wissensschleier, die den Geist verschleiern. Wenn man nun mit entsprechender spiritueller Praxis diesen Wissensschleiern Gegenmittel entgegensetzt, sodass der Geist nicht nur von den Leidenschaften als Verschleierung, sondern auch von diesen Anlagen der Leidenschaften in Form der Wissensschleier völlig frei wird, dann wird die Freiheit von auch diesen subtileren Wissensschleiern bedeuten, dass man die große Erleuchtung erlangt hat. 당근에 대자다 안에 지녀모도 방근에 빵방이나 다키게 안에 빵비 빵도그레데 바쳐될 때네 체인지래 되게 다고 바쳐될 때네 안에 대자 지금 말이 컨트롤 지금 말이 돼 이나요 될 때비 체인지래 되와 어 될이야 아니 디자베 되네 바쳐스 됐게레스 Wenn man vielleicht das ein bisschen verdeutlicht, weil viele, die von zu Hause hier zuschauen, sind manche Begriffe eventuell noch gar nicht so klar, dann ist es gut, vielleicht ein Beispiel zu geben, was mit Leidenschaften oder Kleshas gemeint ist, als diese gröbere erste Form der Verschleierung. Zu den Leidenschaften und Kleshas zählen beispielsweise die Wut oder die Begierde. Das sind alles Beispiele für Leidenschaften. Und es ist letztlich so, dass wenn die Leidenschaften sind in uns ja auch im Moment aktiv, wenn sie manifest, wenn der Geist unter Begierde steht. Und selbst wenn dann der Zustand der Begierde weg ist, bleibt dieser Begierde als eine Art Anlage oder Samen entsprechend noch im Geist gegeben. Und durch spätere Umstände kommt es wieder so, dass es wieder manifest werden kann. Und dann geht es wieder in eine Art Anlage über, wird es wieder manifest und so weiter. Wenn man nun diese kleine Befreiung erlangt hat, in Form der Befreiung, schafft man es, diese Leidenschaften so aufzugeben mit Samen, dass sie nicht wieder neu entstehen können. Man hat das Kontinuum unterbrochen. Aber es gibt noch eben Anlagen, sowie Spuren dieser Leidenschaften, die den Geist noch beeinträchtigen und eben für subtilere Verschleierungen sorgen. Das sind dann die letzteren Schleier, die Wissensschleier. ngene ji bi yin ya penbo pendu yabo jego yen rang le jian de me ba jego ye din de ge jian nian mo be jian da de ja be ba cha da shi de re an ji ge jian ta da de me ba cha wa yin da yin le ya pendu to be yabo che de ya shu chen bu che to ya ani ngene pen che wa na ya pendu che wa jian zan ne me de ne yabo shu yi cha ye re 상추 세야데 상추 타바이는 진짜네 매주 소시 센텔이야 진짜네 매주 차르고에 딘딘이야 안에 상추 첨보시 다데 탄데 옌지 텐데 다 딘데지 지민이 옌게 텐데 같은데 지 고고도 냐베 상바데 찌그리 델레 옌베 상추 센스 미타게 Und es ist letztlich so, dass wenn man selber anderen nutzen möchte, dann hat es ja immer damit zu tun, dass man sich selbst von Fehlern frei macht. Je mehr man sich selbst von Fehlern befreit, desto nützlicher wird man für andere sein. In dem Kontext nun dieser beiden Verschleierungen heißt es, oder ist die Vorstellung, wenn man es selber vermag, entsprechend
den eigenen Geist von all diesen beiden Fehlern zu befreien, das heißt, diese große Erleuchtung zu erlangen, das ist gleichzusetzen mit Buddhaschaft, dann wird man für andere am nützlichsten sein, also eine Person sein, die den größten Nutzen hat, weil man selber sich von allen Fehlern befreit hat. So, und das Streben nach Erleuchtung, nach dieser großen Erleuchtung innerhalb des Bodhicitta-Geistes, erwächst völlig aus Altruismus. Das heißt, man möchte nicht von allen Fehlern frei sein, um selbst von allen Fehlern frei zu sein, sondern das Ziel, sich von all diesen Verschleierungen zu befreien und damit diese große Erleuchtung zu erlangen, strebt man an aus altruistischen Gründen. Das heißt, man hat den Wunsch, anderen zu nutzen. Und aus diesem Grunde heraus strebt man nun diese große Erleuchtung an, sich von allen diesen Makeln zu befreien. Und in eine da nobige tawa chen tindige pa chen tada do tawa tele ta shangchu sa an de de nyego senje tangele ya pemba che de ta tinde ji chuma ine tene rang le chen sa ne me ba ine ta jen le pheto chumbu yong gro o tinde ji san tong ge re de do so ba ta da tene ji no ba me na yo ani sambate de do so ban ro shi gare re se ne tombo ya konto chawo yen yen le konto ma cha se konto ho nyemi che konto ye da pang go gre da se ne ya bo ji do ge ya ma rang konto chawo shi ji ro de ni di chan che ge ya ma de ya bo ji phen to ge ya ma rang de cho chen bo ro ji ne de mi yen le ya chen de cho ka tu chen shi ye da de cho de phen to zan ne ya ma re se ka se la na ya de ya bo ji do ge ya ma de na ji ge chi ko ma ro che de ni ji rang ni ko ma yin ne de mi yen ya ko jam ba ja ko chan ya bo ya ma re oh mi so senji changjo se deni jine mi ne senji ma se ate ya bo ya ma re se ti chi dogo ya ma rong le che te ye shin che mi le te ane te ma chia se ne kale khore te ya bo dogo ya ma re. Es ist letztlich so, dass wenn man nun diese große Erleuchtung in Form der Freiheit von allen Makeln gleichzusetzen mit Buddhaschaft anstrebt, dann ist es genau das Streben, worauf sich dieser Erleuchtungsgeist richtet, dass man nach dieser großen Erleuchtung strebt. Das Motiv ist, wie gesagt, Altruismus. Um anderen zu nutzen, strebt man nach dieser Erleuchtung. Wenn einem das wirklich quasi wichtig ist, anderen zu nutzen, dann wird eigentlich das selbst zwangsläufig deutlich, oder es ist ein Selbstverständnis, dass man sich von diesen Makeln befreit. Weil anderen zu nutzen hat ja immer damit zu tun, dass man eigentlich nur damit anderen nutzt, wenn man selber entsprechend schon eine gewisse Entwicklung genommen hat. Zum Beispiel würde man selbst jemand sein, der voller Jähzorn ist und dann jemanden verdeutlichen, dass es echt nicht gut ist, so oft wütend zu werden und andere so mit Wut irgendwie zu verletzen und so weiter, dann wird man nicht viel Nutzen bei dem anderen oder Veränderung bewirken, wenn man selber ist, der voller Jähzorn ist. Genauso auch, wenn man selber ist jemand voller Anhaftung und man jemandem helfen will, weil man erkennt, dass seine Anhaftung stört, ihm selber quasi Leiden bereitet. Man sagt, hey, du musst dich von Anhaftung lösen. Das ist nicht besonders für den anderen überzeugend, wenn man selber voller Anhaftung ist. Genauso auch jemand, der selber ein Dieb ist, anderen nun quasi zu verdeutlichen, dass Stehlen was nicht so Gutes ist. Oder jemanden, der selber gerne tötet, anderen zu verdeutlichen, dass es nicht gut ist, andere Lebewesen das Leben zu nehmen. Das ist ja alles irgendwie sehr, sehr deutlich. Solange man selber noch die Makel aufweist, wird man anderen nur vom begrenzten Nutzen sein. Und auch selbst wenn man was machen möchte, ist es nicht besonders authentisch, wenn man entsprechend oder kongruent, wenn man entsprechend gar nicht selber diese Fehler schon beseitigt hat. Odere, der bin der Jainanda, eine Shedong inanda, eine Chipike and Senda, Karajina, der Datanji Zazach, Rang Konto, Pong, eine Jenlichi Lana Yon, Ko Tata Chipento Yedinish. Or the Rang Zazatani, Machin, Jen Kazela, the Pento de Yongi Yamare, what did Zimaro Choyeres? So kann man das auch, egal ob man jetzt Buddhist ist oder nicht, wenn man entsprechend vielleicht diese Erleuchtung anstrebt, aber sich eigentlich klar sein, wenn man im Leben anderen von Nutzen sein will, dann ist es doch so, dass man immer gut beraten ist, sich selber von Fehlern frei zu machen. Je mehr man es schafft, sich selber von Fehlern frei zu machen, desto mehr positiven
Auswirkungen und Nutzen hat man für andere. Das heißt, je weniger man selber wütend wird und da ihm achtsamer wird, mit seiner Wut lernt besser umzugehen, mit seiner Anhaftung lernt umzugehen, mit seiner Eifersucht lernt umzugehen. Wenn man entsprechend versteht, dass sich selbst von Fehlern freizumachen nützlich für andere sein wird, dann kann es auch ein Bestreben sein, entsprechend sich von Fehlern zu lösen, eigentlich weil man damit anderen nutzen will. 아니 야비차 강에 야바디 아니 야제다 대 마냐와체 아니 건에 건도 펴봤지 아니 센 두비차티 라제니까 강가테 되니 센 도서 아니 때즈마 뉴르톤 왔다 아니 지 미치와지는 때는 중요 좀 맞지와지 아니 지공 제와데 공토도 뉴르톤 왔다 근데 전에 제대에 됐다 냥nen세 됐으기레스 Der Erfahrungsschatz, der im Buddhismus gegeben ist, macht eigentlich deutlich, dass wenn man diesen Prozess angehen möchte, das nennt man im Buddhismus Praxis, hat es ja damit zu tun, den Geist stark zu verändern, eine Transformation im Geist zu bewirken. Da macht die Erfahrung sehr, sehr deutlich, dass diese Art von Veränderung nicht von jetzt auf gleich geschehen wird und auch nicht kann. Es wäre zwar wünschenswert, könnte man jetzt all diese geistigen Fehler und destruktiven Zustände abstellen und an deren Stelle positive Zustände setzen. Das wird aber so nicht funktionieren, sondern man wird da anfangen müssen, wo man steht. Und wenn man eben seine Fähigkeiten einbringt, zumindest die destruktiven Zustände, die man als etwas Nachteiliges für sich selbst und auch für die anderen erkannt hat, dann reduziert, dann wird man eben so gut man kann diese reduzieren. Man wird heilsame Zustände, die man als nützlich für sich selbst und für andere auffasst, mehr kultivieren. Und das geht eben dann sukzessive. Aber genau diesen Prozess dann in Gang zu setzen, das nennt man dann Praxis. Jenle pena rana pen rajini kala pemba chagere tinde za ti sente tagase mai wa ta tin cheni de ya wa ta tinde mobu ta de tajana shena yoko te zen go ta do ro tinde za ta tinde ge sen zombo ti kande zu che go gore sene ta joji ge lu de wa chena jinde mengo dinji go ne che sene ta jetu debu shanju sen and ji ta jase shawale chena dajin yaje go ne 제와세시 송고여리 제당다고디 다 디링에시에데 체메 진레 때네 아니 주코시에서도시 체메 실루 때네 때때 야사레사 선다고 디링에 딩고니 아치시나 갈멘로데도. So würde man nun quasi diese Haltung, indem man völlig altruistisch zum Wohle der anderen nun bemüht ist, den Geist von allen Fehlern freizumachen und damit entsprechend diese große Erleuchtung anstrebt zum Wohle der anderen, als einen sehr, sehr kraftvollen, positiven Geist sehen, wenn der entstanden ist. Aber dann ist, dass dieser Geist zu verstehen, impliziert eigentlich auch schon, sich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen. Da gibt es verschiedene Unterteilungen, Aspekte und so weiter, aber das würde das für so einen Dienstagabend den Rahmen sprengen. Aber natürlich ist es wichtig, sich deutlich zu sein, wie schafft man es eigentlich, diese Art von altruistischer Haltung ganz natürlich entstehen zu lassen. Und da gibt es im Buddhismus verschiedene Methoden, wie man diesen Erleuchtungsgeist erzeugt. Eine Methode, die ist so traditionell überliefert von dem Meister Atisha, die heißt die sogenannte siebenfache Anweisung von Ursache und Wirkung zur Erzeugung des Erleuchtungsgeistes. Eine andere Methodik ist mir überliefert von dem Meister Shantideva, da geht es um das sogenannte Gleichsetzen und Austauschen von einem selbst und anderen. Es gibt aber andere Übungen, die da schon hinführen und ich werde heute Abend entsprechend die Methode verdeutlichen, durch das Einüben der 4 Unermesslichkeiten den Geist in diese Richtung zu entwickeln.
Tambonia Aniji Shambatseme, Nijitseme, and Gavanseme, Tomanyanseme, and Dendi Tindij Mochesh in the Yungdua. In a Tachi, Julie Chivi on the Chena, Tombotonia Semet Jungres. Heute haben wir das zum Beispiel rezitiert, habt natürlich die Nicht-Tibetisch-Kundigen nicht so wirklich verstanden, aber da würde man, was rezitiert wurde, bei den 4 Unermesslichkeiten war die unermessliche Liebe, dann das unermessliche Mitgefühl, dann die unermessliche Freude und der unermessliche Gleichmut als letztes. So wird es zwar manchmal rezitiert, wenn es aber jetzt um das Entwickeln oder Entstehen dieser Qualitäten im Geist geht, dann hat es eine bestimmte Reihenfolge. Das Erste, worum man sich eigentlich bemüht, ist der unermessliche Gleichmut. Der muss all diesen Übungen letztlich vorangestellt sein. Takare ane tan dije tonya se ado chowa tonya se ado tindi tonya manda wa yagiri tindi ja doso ya ji kakali ya sosui pendo dawo pigilia ta kar nyane kar chena tonya cheme se nda ton dije tonya se nda ani ji pigeya chowa tonya se nda otusu ya pendo ji toto yeres. Und was der Begriff nun angeht, unermesslicher Gleichmut, dann ist der Gleichmut innerhalb dieser sogenannten Unermesslichkeiten hat eine ganz spezielle Bedeutung. Es gibt im Buddhismus den Begriff noch mehrmals verwandt. Man spricht manchmal vom sogenannten Gleichmut der Empfindung oder es gibt manchmal den Gleichmut als Gegenmittel innerhalb der Übung von Shamatha und so weiter. Das sind auch viele wesentliche Aspekte, aber man muss sich immer deutlich sein, dass man erstmal verstehen muss, was der Gleichmut letztlich in dem Kontext abzielt. Natürlich ist es im meisten Fall immer was Positives, wobei es auch wir umgangssprachlich wahrscheinlich den Gleichmut manchmal als Gleichgültigkeit verstehen. Das ist natürlich hier überhaupt gar nicht so gemeint, sondern hier geht es um eine bestimmte Qualität. Da dino de tri ngazun de shede de tan dije tonja de tusu sani eni migelia santi khato de la yongre teri ya cheme tonja ta cheme tonja cheme se de da senje cheme ba jile mi yongre res. Der unermessliche Gleichmut, das ist das, was uns heute beschäftigt. Der Gleichmut in Verbindung mit Übung und Shamatha wird uns irgendwann später nochmal begegnen, wenn es um die Schulung von Sammlung oder Konzentration geht. Hier ist unermesslicher Gleichmut erstmal eine Haltung, die unermesslich ist in dem Kontext, dass man diese Haltung allen unermesslich vielen Lebewesen gegenüber einnimmt. Ranga ngoshi bainanda ranga nyen shoina da tosole cha ani chi yen shola dan otine jene da yogi pe lumba patsono le chi chadang chede ya da lumba jandal dra chede ya da lumba sosu lumba le cha de ya da tatinde ri mo bo yong do tinde za senje che me ba jile ya ani re shile cha re shile dan de bizona ta nga zo sende tinde indro ge res. Letztlich bedeutet das nun hier der Gleichmut, dass man eben allen Lebewesen, die eben so unermesslich sind, dass man ihnen gegenüber eine Haltung einnimmt, die frei ist von Anhaftung und Abneigung. Das heißt, eine völlig zugewandte, offene Haltung, die weder beeinträchtigt ist, dass man jemanden bevorzugt, aufgrund, dass er einem sehr nahe ist und so weiter und jemand anders benachteiligt. Das heißt, man hat nicht entsprechend eine Haltung, die so parteiisch ist und entsprechend von Anhaftung und Abneigung bewegt ist. Und die sende Shorema sende eine Tombore Yamare, sende pe Zomare Yamare, eine sende ja Latine, Elchi Karisegre, dann der Ducha Yondeash,
Yeri Chadon Latene, Anichi, then Yeri Chadon Yeti di Jala do Tumuher, Tumulitene, Chadon Yelachene, Tene Late, Ani Chabi Mogalachi, Dombi Mogalachi, Telate Charge, Telatene Debuty Charge Lade Hagita, Nobete Songeres. Und das impliziert natürlich, dass man versteht, dass diese gegenteiligen Haltungen, indem man andere besonders verhaftet ist und sie dann bevorzugt und jemand anders irgendwie von sich weiß, weil man ihn so unsympathisch empfindet und entsprechend Abneigung hat, dass eigentlich das eine Geisteshaltung jeweils darstellt, die nicht nur parteiisch ist, sondern man erachtet das als was total Nachteiliges, Ungerechtes und so weiter. Und natürlich muss man immer sehen, buddhistisch gesehen hat man die Auffassung, entsprechend, dass hinter dieser Haltung von Anhaftung und Abneigung eine Verblendung, also eine grundlegende Unwissenheit steckt. Aber wenn dann der Geist quasi noch durch entsprechende Aspekte von Verblendung dann in Anhaftung gegenüber einer Person, einer Personengruppe und Abneigung gegen andere bekommt, dann ist man ja irgendwie gedanklich, aber auch anders aktiv. Und so sind eigentlich die Handlungen, die daraus erwachsen, aus so einer parteiischen Haltung, meistens die sehr viel Leid und Ungerechtigkeit und so weiter erzeugen. In dem Kontext muss einem das natürlich als Nachteil deutlich sein, dass der Geist, wenn der Geist als in solchen parteiischen Zuständen von Anhaftung, Abneigung den anderen gegenüber steckt. Und da dele ja ane pigele ja chadoni le jentone. Da chadoni cheba ine rang chipo yama. Set devotane yama. Chaba shu chibolene central degree ane dongwa shu chibolene ya central degree rang chipo mewa. An dele tene le sa le digi chi sosoli ya kanga tedi ya. Ani mila ine de ya ndao. Da tinte mabu yunga yeres. Und der erste Schritt eben hat damit zu tun, dass man so mit die Nachteile von Anhaftung und Abneigung anderen gegenüber auch als was Nachteiliges also identifiziert und so empfindet. Das natürlich auch schon eine bestimmte Reflexion beinhaltet. Man muss sich klar sein, dass wenn ich jemanden sehr stark verhaftet bin, dass es eigentlich mich selbst unglücklich macht. Und auch wenn ich jemanden gegenüber starke Abneigung habe, auch das macht den eigenen Geist, da ist man selber nicht besonders glücklich. Nicht nur das, sondern wir wissen selber, wenn wir dann entsprechend in dieser Form uns auch verhalten, dann führt es auch bei anderen zu viel Leiden, selbst die Anhaftung, auch die Abneigung. Und das ist der Fall. Das heißt nicht nur, dass wenn solche Zustände von Anhaftung und Abneigung im Geist entstehen, dass es eigentlich dazu führt, dass unser Geist eigentlich unausgeglichen wird und man nicht das eigene Glück damit eigentlich mehr und minder zerstört wird, sondern buddhistische Überzeugung wird man entsprechend dann in solchen Zuständen ja auch denken, sprechen, handeln und sammelt Karma an, dessen Wirkung wird auch wieder Leiden sein. So ist eigentlich diese Zustände von Anhaftung, Abneigung im Geist eigentlich etwas Leid hervorbringendes. Und die Zata Karre Geshe Yabo Isano Tomaina, das ist so ein Trivi Wonki, Mashibi Wonki. Te chede rimato ngine yabu shiwaina senje ganga dewan deba chipa dunga mende ba chipar tinde yimba chile raga chile cha chile da tinde chede te kar ta jinse yabu sanotan te lo trevi wongi chonde ba shimato jinse yabu ju kola ya mare tinde yinza tinde sanotan ya te kar re se tinde go ba sanotan ngine lo trevi wongi chumare samwa ina ko jinse yang da ba shi Tinde no tribe un gochwa ta tinde lo de ka go do de ma ka wa ina ani nyiri chadong go lo do de wa ina tene pa mi pa zum chu che choya ina da kare chi ta che de ka ga de nyiri chadong go cho da wa tinde ya po to wa ina de ko jin sen thong ni lo de cha de tinde tong nyang che me ga to ge res. Und wenn man nun sich diesen mehr betrachtet und wird man eigentlich feststellen, dass man nun eine Person oder eine Personengruppe so stark bevorzugt, die anderen benachteiligt und so weiter. Wenn man sich wirklich fragt, was dahinter steckt, da wird man eigentlich auch feststellen, dass es eigentlich mehr ein
getäuschter Geist ist, der mich eigentlich zu der einen Seite so stark hingezogen fühlen lässt, zu der anderen sehr starke Abneigung hat. Das heißt, man spricht dem einen, der Anhaftenden, der Seite der Anhaftung, sehr viele Qualitäten und Positives zu, die man der anderen Seite abspricht und so weiter. Aber wenn man die Dinge tiefer beleuchtet, wird man feststellen, dass da eigentlich nicht viel dahinter ist, sondern das sind mehr getäuschte Zustände, denen man folgt, aufgrund dessen man dann Anhaftung und Abneigung entwickelt. Und wenn man das wirklich sieht, dass das eigentlich Zustände sind, die auf einem völlig getäuschten Zustand gründen, dann wird es schon quasi einen sehr darin bestärken, dass eigentlich die Freiheit von Anhaftung und Abneigung und sich von diesen getäuschten Zuständen mehr und mehr zu lösen, wirklich von Vorteil ist. Und wenn man entsprechend so auf der einen Seite die Nachteile dieser Zustände und die Vorteile vom Freisein dieser Zustände für sich selber erfasst und davon hat und überzeugt davon ist, dann hat man auch die Bereitschaft, von Herzen diese Schulung des unermesslichen Gleichmuts durchzuführen. Dindelia Zaza Machevaina, da control show the Kawaina Digido. Da Chabe show the Kawaina, Tenekare, da Rangania Sholea, Nijid, Shamba Kanga Kadogo, Sosanda, Dindi Senia, Yonsuyer. Dindi Mare, da the Rang show the cha de Niji on the chamare, Shambia on the chamare. They jolly a career, and Rang Dadas with dancing, dancing dig, and Galati Gugudo, Galati Menats and Digumudo, Delatine Telchi Shambandawash, Jinji telling agent Dawash, Tidile Dash, so run to the years, they chop on the years. Man muss ein bisschen schauen bei dieser Übung, dass man nicht über das Ziel hinausschießt. Kann nämlich sein, dass man natürlich relativ sich leicht damit tut, zu erkennen, dass man den Personen, wo man diese starke Abneigung verspürt, dass es wirklich vielleicht besser ist, sich davon mehr zu lösen und eine ausgewogenere Haltung einzunehmen. Man könnte aber nun in Bezug auf die Anhaftung das Gefühl kriegen, dass man quasi die Liebe und das Mitgefühl entsprechend aufzugeben hat, wenn man sich von Anhaftung löst. Aber das ist entsprechend eine völlig falsche Einschätzung dessen, was hinter Anhaftung steht. Das heißt, dass wir Anhaftung verspüren, ist nicht Ausdruck unserer Liebe und Wohlwollen und Mitgefühl unseren nahen Menschen gegenüber, sondern hinter Anhaftung steckt das Greifen nach dem Selbst, eine völlig selbstbezogene Haltung des Geistes, die auch ein getäuschter Zustand ist. Aber dadurch, dass man diesen starken Selbstbezug und Selbstzentrierung hervorbringt, kommt es zur Anhaftung. Das heißt, die Anhaftung speist sich nicht aus Liebe, sondern aus Selbstbezogenheit. Und das ist per se ein fehlerhafter Zustand, der dem anderen auch nicht wirklich gut tut. Dela tene, nga nyamba dela tene, ani chi chambanda wo nijenda wo chi indodo da wo chi chigere ma do ku nga la chi sinda wo gawo me chana la gawo me sene shamba la cha nijin la cha ti tene nge shamba la cha nijin la cha ta de ya wo so de kawa tu do tene ra da de bi danze la tu de. Man kann natürlich auch sehen, dass viele Zustände der Anhaftung man auch missverstehen kann, was Liebe, Mitgefühl angeht. Das heißt, es ist eigentlich deutlich, oder es kann einem deutlich werden, wenn man sich klar wird, man hat manchmal den Eindruck, dass man so Liebe, Mitgefühl der Person gegenüber besitzt, aber sobald die Person einem zu verstehen geht, dass sie einen nicht mehr mag, dann ist plötzlich die eigene Liebe, das Mitgefühl auch dahin. So, aber wenn man guckt, woraus hat sich eigentlich dieses Gefühl gespeist, dann war es eigentlich schon von vornherein was sehr Selbstbezogenes. Eigentlich hat man letztlich, was wir dann als Sympathie oder wie auch immer oder Liebe verstehen, mehr nicht wirklich altruistische Gründe gehabt, dass einem wirklich der andere am Herzen liegt, sein Wohl und Wehe, sondern vor allem, was man selber davon hat. Und wenn der andere einem seine Zuneigung entzieht, dann kann es dazu führen, dass plötzlich die eigene Liebe, das Mitgefühl auch weggeht oder sich ins Gegenteil verschlägt. Das zeigt ein bisschen, dass oft bestimmte Zustände, die wir als Wohlwollen empfinden oder als Zuneigung empfinden, letztlich
Zustände sind, die zwar vordergründig dafür wirken, dass man dem anderen Gutes wünscht, aber eben doch nur, wenn es einen Nutzen für einen selber hat. Oder Random Java Yevi Katule, Shamban Dawa, Nijin Dawa Yevi, number Mato. Random Java Kadi, Cheva in Shamba Lando, Niji Lando. That day, Shamba Seni Bad, Niji Seni Bakalekado, Karasere, the Shamba Yevi, number Dawash, Sen Shagado, and Niji number Dawash, that the number Sanjimato, in member Tateres. Das heißt, es ist oft eine bloße Form von Erscheinung. Das hätte man, also man hat mir eine Erscheinung, das würde das jetzt Liebe oder Mitgefühl jemand gegenüber sein. Wenn es sich aber zeigt, dass eben durch das Verhalten des anderen oder die Distanz, die der andere einem dann gegenüber einnimmt oder wie auch immer, dann verloren geht, dann ist es klar, dass eigentlich die Liebe, das Mitgefühl, was vorher eben man so als solches empfunden hat, eigentlich nur eine Erscheinung war, die dem der Liebe, der Mitgefühl glich, aber so, was wir hier als Liebe, Mitgefühl verstehen, mit dem hatte das nicht so viel zu tun. Und in der Anichi, Tangine, Shambado, Anichi, Nijin Seni, bei Chigugene, da Tongan Seni me de Gamne, Ani Chope Ongi Shambado, Nijiti, Tembo Meva, the Pin number Dawajimato, Nine member. Tani Chichigo, Tongan. Dalia and a chopper chair, Yen and Chibiga, Taka near chopper, Dala Donvat. Didn't long Tommy the Mevache, Ganga Lepa, Lotsoma. Yeri Chado Zane made in Lotsoma Chego, Resongiers. Das heißt, wenn man entsprechend sich nun wirklich eine stabile Form oder sagen wir mal, qualitativ stabile Liebe, Mitgefühl als erstrebenswert empfindet, dann ist es auch in dem Kontext schon klar, dass das nur funktioniert, wenn man den Geist in Gleichmut versetzt. Das heißt, solange der Geist noch unter Anhaftung steht, wird eigentlich Liebe, Mitgefühl nur so eine Pseudo-Geschichte sein, weil sie von Anhaftung und Verlangen, Begierde und so weiter bewegt ist. Und wenn man nun, und somit ist das was sehr Instabiles, weil solange dann das Verlangen oder was auch immer weg ist, dann wird auch die Liebe weg sein. So, wenn man aber nun eine Liebe, Mitgefühl hervorbringt, was von Verlangen oder Anhaftung frei ist, dann wird es eben durch diese Art von äußerer Veränderung nicht erschüttert werden können, hat eine ganz andere Qualität, eine reinere Qualität. Und deswegen ist eigentlich diese Reinheit solcher Qualitäten davon abhängig, dass man entsprechend den Geist von dieser Unausgewogenheit löst, dass man eben auf der einen Seite bemüht ist, die Anhaftung an die sogenannten nahen Personen, man sich von dieser Anhaftung löst und auch von der Abneigung gegenüber den, die man unsympathisch erachtet und so weiter. Wenn man entsprechend das vermag, dass man die Anhaftung und Abneigung sich davon löst und der Geist davon frei wird, dann hat er nicht mehr diese unausgewogene Einstellung anderen gegenüber, sondern ist quasi völlig rein und ein bisschen reiner, geläuterter und damit diese Reinheit dann mit dieser Reinheit und offenen Haltung anderen sich zuzuwenden, lässt ganz andere Qualitäten möglich werden, die, solange der Geist die so unausgewogen und parteiisch ist, nicht zustande kommen können. Den Jige and Senia, Yeri Chado, Marcheva in the Tenepe, Santun, San Sheditani, Younger Homare. Today is a Sang Shedea, Nene, Zawanda, that Tonya Seme, Yeri Chado, the Travel, Tonya, that's a Jatogo, yes. Wenn man sieht, dass zwei Kriegsparteien sich gegenseitig bekriegen, dann wird eigentlich nur Ruhe einkehren, wenn beide irgendwie die Waffen niederlegen. Und so ist es auch in unserem Geist. Das heißt, wenn unser Geist letztlich hin und her geworfen wird von Anhaftung und Abneigung, und diese Zustände bedingen sich auch in gewissem Sinne, dann werden wir keinen inneren Frieden erfahren im Geist. Erst wenn man es schafft, dass diese quasi sich bekriegenden Zustände von Anhaftung und Abneigung zur Ruhe kommen, wird auch eigentlich Friede im Geist einkehren.
Und die Tonja Semi Gaya, the Lelawayam, Dangazo Yeri Chadon Pe Kandero, near Shulpa Chacho, Drag Shul, Don Chosho, or Saint Corope, Chesho, Conshi Show Yero. They have conscious of Jewel Zane Lelawameres. Und natürlich dann entsprechend diese Qualität von Gleichmut zu kultivieren, ist dann, wenn man das ernsthaft angeht, was sehr, sehr Schwieriges, weil die Gewohnheitsmuster unseres Geistes natürlich unglaublich stark in dieser Unausgewogenheit bestehen. Das heißt, sogenannten sympathischen oder den nahen Menschen gegenüber ist unser Geist sofort in Anhaftung und den Unsympathen gegenüber oder sofort in Abneigung. Und quasi diese Muster zu überwinden und den Geist in so eine ausgewogene Haltung zu bringen, das ist eine Sache natürlich von Schulung und Kultivierung, die nicht so leicht ist. Oder die ist eine Delia, die Sosika, eine Bär, da Donjan Semi Jidenchen, da Nombandine, die ist Gongadoa, Kojidenchen, Mine, Raba, Jeta, Dobatsemici, anything, Anne Habatsemi, Anne Gares, Lasan Semi. Eine Sandet-Semi, Jenny, eine Donjan-Semi, Jidenso Bagangeres. Hier in diesem Maya-Kontext würde man, wenn man nun den Gleichmut meditiert oder kultiviert, das in so 4 Schritten machen. Im Bezug eigentlich zu jeder dieser Unermesslichkeiten, auch im Bezug auf den unermesslichen Gleichmut, würde man mit dem sogenannten unermesslichen Wunsch beginnen. Das steigert sich ins unermessliche Wunschgebet, das führt dann zum unermesslicher besondere Haltung, die man dann als drittes meditiert, und als viertes das unermessliche Bittgebet. So gibt es eigentlich 4 Schritte zu jeder einzelnen Unermesslichkeit und eben auch diese 4 Schritte im Kontext zur Entwicklung von Gleichmut. Senje Daja Bazi Neri Chada Yaro, what the Tane Bas, Senje Taji Neri Chada, Meni Chana, Sambi, Anichi Tamban Dumatin. Und es gibt entsprechend dieser Kultivierung auch mehr im Bezug auf die Objekte oder die anderen und auf das Subjekt, wie man das entwickelt. Aufs Objekt bezogen würde der erste Part des unermesslichen Wunsches darin bestehen, dass man denkt, wie schön wäre das, wenn alle Lebewesen frei wären von Anhaftung und Abneigung. Oder, Tinde is an Indias, that be nearly Chadon let in the Saint Japan Trugero, when Tana be more shoot on the Jadea to so, nearly Chadon to the Gero, Tinde is a Tozopa, and Shune, nearly Chadon the Tana, and Gasser, Java Chuchi, Sanaba, Meladon Jenny, Pagandea. What did you miss? There is. Wenn man so darin quasi sich mehr begibt, dass man so diese schon sehr positive Haltung, diesen unermesslichen Wunsch in Beziehung zum Gleichmut zu haben, wenn man denkt, wie schön wäre das doch, wenn die Lebewesen in Gleichmut verweilen könnten und frei wären von Anhaftung und Abneigung. Wenn man dann entsprechend mehr darüber reflektiert und sich wirklich klar macht, was es, wie wir es eben schon gehört haben, bedeutet, wenn der Geist eigentlich wie so in so einer Art von kriegerischen Prozess hin und her geworfen wird von Anhaftung und Abneigung, dann wird das eigentlich so stark, dieser ursprüngliche Wunsch, dass das in so eine Art Wunschgebet mündet, wie auch meistens diese Texte ausgedrückt sind, dann würde man so fühlen, mögen alle Lebewesen in Gleichmut verweilen, frei von Anhaftung an Nahestehende und Abneigung gegenüber Fernstehende. Das wäre dann das unermessliche Wunschgebet. Sensual Chadok Gana Chedbe, Nuaro Rang Chering Sasandro, what did he Chegre, Saniba, Danasans, Semes. Wenn man dann den sogenannte dritte Schritt macht, das wäre das Gleichmut in Form der besonderen Geisteshaltung, die zeigt sich eigentlich durch eine Art von starker Entschlossenheit. Das heißt, man möchte es nicht nur bei diesem Wunschgebet und dem Wunsch, der darin steckt, quasi belassen, sondern denkt, ich selbst werde dafür sorgen, dass die Lebewesen von diesen Zuständen von Anhaftung und Abneigung frei werden und in den Zustand des Gleichmuts geraten. Das heißt, man hat dann so eine Art von Entschlossenheit und Absicht, das selber zu bewirken.
Da die den bei so sie bei da die Geshe Keleni bengine Geshe Sawata da ba ane bei niere changdang da ane tawa shunji la ro che rang ya de ni ba me se de che tawa ni ba yong ba shunji la ro che sene sande cheme che. Wenn man das ernsthaft so fühlt, dass man diese Entschlossenheit und spürt, das wirklich zu bewerkstelligen, dann wird man natürlich seiner eigenen Unfähigkeit deutlich, weil im Moment hat man nicht die Kraft und die Fähigkeit, das zu bewerkstelligen. Und so kommt dann der vierte Schritt, nämlich das nennt man dann das unermessliche Bittgebet. Das heißt, wenn man entsprechende Zufluchtsobjekte hat, wie der Buddha oder wer auch immer als Buddhist, würde man dann bitten, dass man entsprechend so diesen Wunsch nach Segen zum Ausdruck bringt. Segne mich, damit ich dazu mir die Fähigkeit entwickle, entsprechend dieses zu bewerkstelligen. Und dieser Wunsch nach Segen und Kraft, dass einem das gelingt, das ist dann der vierte Schritt. Und die eine Donner Zeme de Pema ja woher. Da den Zeme Jadan se Ishra Chama Tanayo, Persenche Tache Niri Chado do Tane. 동료는 정말 선일이 차든지 야고 짜내면도 강 세제 강가 들리지 네트워크에 야고 쇼도 선에 아니 선이야 들리게 동료 체매자 제도다 어딘지 제와네 된 세제 타야 버지 미소와 어딘지 그 체매자로 체매 동료한테 어딘지 가서 다들 가마카시 강게 인스. Und natürlich ist es eine sehr kraftvolle, heilsame Qualität. Und selbst wenn man das in diesen 4 Schritten nicht hervorbringen kann oder meditieren kann, reicht es eigentlich schon immer wieder, diesen, wie es auch ausgedrückt ist, Wunschgebet hervorzubringen. Das heißt, da mögen alle Lebewesen in Gleichmut verweilen und frei von Anhaftungen, von Nahestehende und Abneigung, Fernstehende, weil man ja entsprechend in dem Zusammenhang immer wieder sich auch verdeutlicht, diese Nachteile dieser Zustände von Anhaftung, Abneigung, im Gegensatz dazu diese positive Qualität, wenn der Geist davon frei ist, in diesem Zustand von Gleichmut. Und wenn man das dann immer wieder meditiert, dann ist das etwas, was nicht nur dann diese Qualitäten und Haltungen in einem selber stabilisiert, sondern weil man entsprechend natürlich alle Lebewesen im Blick hat. Das heißt, dass man eigentlich in diesen Meditationen quasi eine sehr positive Haltung allen gegenüber ein. Und das kultiviert man eben auch. Und jetzt können wir vielleicht so für Gamma... Ja, Kamangachene, die Karjene, Roa, die Terida, die Karapengresene, Tadangine, die Kalesen, Rangel, Neri Chadoni, eine Tache de Gero, und die Chadoni de Pagane, and say eine Be, Seje Kanga, Tata Chiba, Rosh Sensoma, Ileyon, der Guyeres. Es ist letztlich so, dass man natürlich dadurch genau selber diesen Gleichmut einübt, weil man sich ja nun quasi positiv auf alle gleichermaßen bezieht. Das heißt, wenn man in so einer schon zugewandten Haltung keinen Unterschied mehr macht bei den anderen, ob der nun einem nahe ist oder ob man nur andere Personen quasi nicht so kennt, sondern man allen mit dieser Art von Wohlwollen oder dieser Art von positiver, zugewandter Haltung einnimmt, dann ist es eigentlich etwas, wo selber der Geist eben auch in so einem Gleichmut ist. Man keinen bevorzugt, sondern gleichermaßen gegenüber sich anderen positiv in Bezug stellt. Und so sollte man auch gucken, dass man, wenn man das meditiert, auch so eine Haltung einnimmt. Das ist nämlich wichtig, dass man selber in dem Moment sich allen so zuwendet, dass man auch keine Parteiigkeit aufweist. Dann meditieren wir jetzt so einige Minuten.
Hondechi, Tindigita, Tonyan Semendo, so Sansan the Gamba in the Yaboyere. Sansan Zambali, Mountain down Ramada, Yan Dedo, Tia, Neri Chadon Latin Yon Degre, Tine is a Neri Chada Tada, Tana Chamber, Sandipa, Senso, with a Ghana, Pen Chambore, and the Maumba Rani Tele Shugumare. Tonyan Seme Mana, and it Tedale. Shooting a shoot, the roche, Dache, Ramadache, the Yanga, Tinda, Tindiga, and the wrong Mushiata, and the Ranglia, Sani, Nibaya, that nobody gave a touch and what's here. And it sounds a little Ran Lion, near each other, Adichi to Alechia in a near the Drasita, Sosolachi Yongero, Tindela, and sent to the near each other, lot of Chedi, Tidio, or the passion of Chimaru, so near each other, lot of my. Ani chi pa kone ani yeri chado the tana tongyala na chumar sa gaya o tinde chena ayapo yeres. Es ist gut, dass man diese Haltung des Gleichmuts immer wieder meditiert und auch entsprechend die Dinge, die man wahrnimmt, in diesen Kontext stellt. Wenn man zum Beispiel Missstände in der Welt erlebt, kriegerische Auseinandersetzungen oder was auch immer, an Ungerechtigkeit kann man immer eigentlich wahrnehmen, dass hinter all diesen Auswüchsen Anhaftung und Abneigung steckt. Es ist letztlich so ein Geist von Anhaftung und Abneigung, der diese Art von Krieg, Ungerechtigkeit und so weiter hervorbringt. Und wenn man dem konfrontiert ist, das wahrnimmt, dann ist es gut, dass man entsprechend, was die eigene Haltung angeht, so reagiert, dass man nicht denkt, wie schön wäre es, wenn die Menschen und die anderen Lebewesen oder wie auch immer entsprechend frei wären von Anhaftung und Abneigung und in Gleichmut sich begegnen könnten. Und das hat eine sehr starke Kraft. Es hat nicht nur die Kraft, dass es einen selbst davor feit, sich quasi selber in dieser Form zu involvieren. Oft ist es ja so, wenn man selber diese Art von Haltung nicht wirklich hervorbringt, dass man sich sehr schnell wiederfindet darin, dass man selber Partei bezieht und sich dann in diese Art von Auseinandersetzung begibt, die dann meistens auch motiviert ist von Anhaftung und Abneigung. Und so würde man, wenn man dann denkt, mehr in dieser Form reagieren, selber dazu beitragen, dass solche Missstände weniger geschehen. Man ist selber dadurch in einem sehr positiven Zustand. Außerdem führt es dazu, dass der eigene Geist dadurch eigentlich sehr stabil bleibt, auch in schwierigen Zuständen stabil bleibt, positiv bleibt. Nichtsdestotrotz kann es natürlich schon passieren, dass man sich selber entsprechend in Zuständen wiederfindet, wo man vielleicht feststellen kann, ob das nun ein Nachbarschaftsstreit ist oder was auch immer, dass man entsprechend doch auch selbst in dieser Art von Parteiigkeit steckt. Und wenn man das dann wahrnimmt bei sich selber, ist es durchaus legitim, dass man diese Schritte mehr an sich selber meditiert und denkt, wie schön wäre es, wenn mein Geist von dieser Art von Beeinträchtigung, Anhaftung, Abneigung quasi frei wäre und möge das dazu kommen und man sich darin bestärkt, alles dafür zu tun, dass der eigene Geist davon frei wird. Und das heißt, dass man dann auch ganz direkt das auch auf den eigenen Geist anwendet, falls der eigene Geist in Zuständen der Parteiigkeit und so weiter steckt. Tonyon Seme Jitelia, Anichi, Tashamba Seme, Niji Seme, then Gavan Seme Chenema, Rambaja Ganyong Yere, Tini Zata, Niji Seme, the Shamba Seme Nide, Ta Chi Dunga Dutande, Chi Deva Dendenda, Logire, Tinilia, Chi Shenechi, Shibi Chawada Yere, Tini Delia Tomanga, Niji Seme, the Shesha Nasans. Und letztlich ist diese Haltung nun des Gleichmutes auch die Grundlage dafür, dass man unermessliches Liebe, unermessliches Mitgefühl, unermessliche Freude entwickelt. Wobei Liebe und Mitgefühl letztlich zwei Seiten einer Medaille sind. Das heißt, das Mitgefühl ist eigentlich dadurch charakterisiert, dass man mit Zugewandtheit die anderen in ihrem Leiden wahrnimmt und den Wunsch hat nach Leidfreiheit. Der Punkt der Liebe ist mehr von Herzen kommendes Wohlwollen, was den Mangel an Glück bei jemand anderem wahrnimmt
und entsprechend dem anderen von Herzen Glück wünscht. Faktisch ist es das Gleiche. Wenn ich dem anderen Glück wünsche, wünsche ich mir auch, dass er von Leiden frei ist. Und wenn ich für jemanden wünsche, dass er von Leiden frei ist, wünsche ich ihm damit auch Glück. Aber auch wenn es letztlich gleich ist, wollte ich jetzt erstmal noch mal kurz was zum unermesslichen Mitgefühl sagen. Und da nicht zeme se de tonyo zeme de yana nicht zeme de yabo yongge senje zeme ba ne mine de dunga to tana ne lo yabo chetu ye de mena nyeri chado yana tene nyeri chada tiga ba ka ne donwa de le ni je kala che domi shote le che mare da chobi shote le ni je cheni ba je che ma do o tinde ye za 아니 텔레니리 차단도 잡이 생지 되냐다 니지티 제고 레송게. Es ist so, dass wenn man den Gleichmut wirklich hervorgebracht hat, wird auch das unermessliche Mitgefühl relativ leicht zustande kommen. Wichtig ist eben, wie schon zuvor betont, dass wenn man diesen Gleichmut nicht hat, dann wird unermessliches Mitgefühl nicht entstehen. Unermessliches Mitgefühl bedeutet ja, dass man diese unermesslich vielen Lebewesen, die mit Leiden verstrickt sind, wahrnimmt und ihnen von Herzen Leidfreiheit wünscht. Wenn da der Geist keinen Gleichmut hat, dann ist es ja schon quasi für uns selber wahrscheinlich so, wenn jemand, den man überhaupt gar nicht ab kann, leidet. Also das heißt, wo Abneigung ist, da wird man nicht, wenn der andere leidet, mit Mitgefühl reagieren. Da ist eher die Schadenfreude sehr nah. Aber wir haben auch festgestellt, wenn ich jemanden sehr verhaftet bin, also sehr stark unter Begierde stehe, ist es mit einer qualifizierten Form von Mitgefühl auch schon schwierig, wird auch nicht wirklich entstehen. Deswegen ist der Gleichmut eben als Grundlage so entscheidend, damit überhaupt Mitgefühl in dieser Form zustande kommen kann. Sensenanda da nijese tanga zu nijese da shetang senda usena che jimde otinde zombo chego do den yang ane le lo ma de chewa ne pyan sho pyan sa jum chaba yeres. Und natürlich bedeutet das dann jetzt hier in Konsequenz, wenn diese Grundlage da ist, dass man dann entsprechend dieses Wunsch nach Leidfreiheit allen Lebewesen gegenüber empfindet. Dieser Wunsch nach Leidfreiheit nennt man dann Mitgefühl oder wie auch immer. Diese Geisteshaltung des Mitgefühls ist quasi nichts zu vernachlässigendes, sondern das ist eine sehr, sehr nützliche Qualität, der Nutzen eigentlich unbeschreiblich ist, was Mitgefühl angeht. Toma kachewa ani savedundas pada kachewa chilidunda tama kachewa devo hombadundas ne betema shivi tanjeres. Dieser Nutzen wird quasi von vielen verdeutlicht, unter anderem auch von dem indischen Meister Chandrakirti, der eigentlich deutlich machte, dass der Nutzen darin besteht, dass das Mitgefühl in allen quasi Phasen der spirituellen Entwicklung die entscheidende Qualität ist. Er spricht davon, dass das Mitgefühl am Anfang des spirituellen Weges vergleichbar ist mit einem Samen, und zwar der Samen eines Fruchtbaums oder so. Und auf dem Weg, also in der Mitte des Weges, ist es vergleichbar mit dem Wasser und den Nährstoffen, die diesen Baum wachsen lassen. Und selbst am Ende des Weges, das heißt zur Zeit des Resultates, ist das Mitgefühl vergleichbar mit den Früchten dieses Baumes. So ist es am Anfang, in der Mitte und auch am Ende des spirituellen Weges die entscheidende Kraft. Odere, tineza nomba sanjebe chujitsawa nijisiando songere. Ani tewa chimbitsawa nijese ta tewa ichawere. Ani ji tene ta tini tewa chimbi yete kanga nijela tene chigeres. Nijede pe kechumbu shuzeres. Im Mahayana-Buddhismus wird sogar gesagt, dass das Mitgefühl die Wurzel des Dharma oder die Wurzel des Mahayana darstellt, was eben impliziert oder bedeutet, dass letztlich
alle Qualitäten, die entstehen, quasi auf das Mitgefühl zurückzuführen sind. Das heißt, die Wurzel aller Qualitäten bildet dort das Mitgefühl. Und die Tata Rede, wenn du eine Niji Yabuji Männer, denn die Thema Chimbiga ja Jesu Pashi to Ganyana Chavre, Niji Yabuji Männer, Sandi Yabusongo Yomare. Niji Yabu Männer, Tenea and Chikara said, Jimba de Kalakawar Yabu Chigumare. Tenea and Niji Tene, Tenichi Zewa Yabu Gantia younger, Niji Männer Zewatea, Kalakawachang. Tenea Niji Männer, Anichi, Ta. Genji tende tsambache, gaji toju gona chi tsambache nyane che ore, teyo kala kawar. Hiji mene genji tende chi pigele tingin zigita kala sera santambi gutenda ta chawa che ore, toso kala kawa. Shara la chiba chawe, genji tende shara gutene peche tanish yabu che, hiji mene teyo mares. Und da ist auch in der Tat was dran. Das heißt, wenn man die Qualitäten nimmt, zum Beispiel in Form der 6 Vollkommenheiten, die der Bodhisattva auf dem Meiner-Weg entwickelt oder vervollkommnet, dann ist es doch so, dass es ohne Mitgefühl schwierig ist. Angefangen, was auch die Ethik angeht, wird man feststellen, dass ohne Mitgefühl es schwierig sein wird, so wirklich ethisch zu handeln. Auch was die Freigebigkeit angeht, das heißt, mit Mitgefühl ist man relativ leicht großzügig. Ohne Mitgefühl ist es ein bisschen schwierig, auch großzügig zu sein. Und auch da die Schulung der Geduld als dritte Vollkommenheit beispielsweise, wird man feststellen, mit Mitgefühl tut man sich leicht, Geduld zu entwickeln. Ohne Mitgefühl ist es fast auswegslos in manchen Situationen, Mitgefühl zu entwickeln. Und so ist es eben auch, was die Tatkraft angeht, dass man sich mit Freude entsprechend heilsam das Wohl der anderen bewirkt, wird mit Mitgefühl leicht, ohne Mitgefühl schwierig. Und selbst bestimmte Zustände eines stabilen Geistes auf der kraftvollen Art und Weise zu entwickeln, das heißt die Übung der Konzentration ist dann auch mit Mitgefühl quasi eine besondere Qualität. Und so genau hält es sich auch mit der Entwicklung von Weisheit. Das heißt, ohne Mitgefühl wird es schwierig, dass man solche Qualitäten auf profunde Weise, kraftvolle Weise zustande bekommt. Und Tindere, Nijiga, Pen Shuwe, Tindere, Tindere, der Senlia Kanshite, da dann also Sente und das Kombodo. Nijiga, Chulune, dann per Sente, Karasepa, Lesro, Chetuguer. Take Pengine, Lesro, Yapo, Sen Yabu Chet, that's all Nijil to hear is. Es ist in der Tat so, dass das Mitgefühl viele großen Nutzen hat. Und von diesem Nutzen muss man auch überzeugt sein. Darüber hinaus ist es auch wichtig, dass man auch das wirklich im Geist mehr Einzug halten lässt. Im Moment ist es so, dass unser Geist sehr oft ein bisschen trocken, wir würden im Deutschen eher sagen, hart ist. Und damit der Geist mehr an quasi Feuchtigkeit oder damit eigentlich Flexibilität und Geschmeidigkeit bekommt, muss Mitgefühl Einzug halten. Und wenn wir das vermögen, dass unser Geist mehr Mitgefühl aufweist, dann wird unser Geist eigentlich eine andere Qualität in sich haben, viel geschmeidiger sein, nicht mehr so verhärtet sein. Die Tibeter sagen eher trocken dazu. Aber das ist in der Tat ein wichtiger Schritt, den man machen muss. Senjiki dunga tongra chibu yonya kal kawara te chibu yongu mare senjiki dunga tongra rangla madewa jin yongu yare tate yonya te jinchi do rangla ya rang cheba zibi chenzi ko chen te zi che digi yare re de te che yama dunga tangda lana ta nge niji le tene dunga jinga lana te digi do niji de li tongu mare te dunga tangda lana ani te che jana ani dunga de churu rogu ma to chiru rogu mare es. Und wenn man sich so mehr entscheidet, Mitgefühl zu kultivieren, dann ist natürlich so, dass auch eine gewisse Art von Leid aufkommt, vielleicht auch ein bisschen in einem selber. Das heißt, wir wissen alle, wenn wir uns dem Leid anderer öffnen, und das passiert ja bei Mitgefühl, dass man sich dem Leid anderer öffnet, dass das auch unter Umständen bei einem selber auch leidhafte Empfindungen, Unbehagen und so weiter hervorbringt. Und es ist auf alle Fälle wert, dass man sich davon nicht abschrecken lässt,
sich deswegen verschließt, sondern es ist eigentlich so, dass man sich mehr in dieser Bereitschaft schulen sollte, diese Beschwerlichkeit, die das vielleicht hat, sich mehr zu öffnen dem Leid der anderen, auch zu stellen und dass man so mit Bereitwilligkeit den eigenen Schmerz, der das verursacht, annimmt, bereitwillig auf sich nimmt. Diese Art von Entschlossenheit ist sehr, sehr notwendig. So, buddhistisch gesehen glaubt man zwar, dass dieses Unbehagen, der eigene Schmerz, der dann zum Vorschein kommt, gar nichts mit dem Mitgefühl selber zu tun hat, sondern dahinter stehen auch bestimmte selbstbezogene Aspekte des Geistes. Nichtsdestotrotz, wenn man sich dem Mitgefühlsschulung gegenüber aufnimmt, diese Schulung aufnimmt, ist die Konsequenz, dem Leiden der anderen deutlich zu werden, sich zu öffnen. Das kann schmerzhaft sein. Deswegen braucht man am Anfang diese innere Entschlossenheit, dass man auf alle Fälle diesen Schmerz annehmen möchte und wird, der aufkommen mag, aber man wird auf keinen Fall das Mitgefühl aufgeben, deswegen, nur weil es hier und da mal am Anfang unangenehm wird. 당아주 전세 가르에서 아주 등어 보여 말이야. 뒤에서 비게 medde바지 통거리네 아니 소시 텔이야 medde바티 총초쇼 다오시. 딘데 용거다 니지에네 때네 제송사사다오 나바 딘데 지리데 니지레 때네 제예도 아니 데 자라 전세 잠바야 바타 라다데 비 다잔다오 젠잔다오 딘데 제 가르체 때서 medde바지 용거예데 다티 통도네네 아니 니지레 때네 때 추에네 쳔메도 General dichache tela tene dunga lewa ne ta pe dichaje ma ni je ton tene dunga le de te digito so ro ngala ni ji ya po ji te ya sho re ko dunga te se yen cheme du so so da che o tindi sa to bo sa res. Allgemein ist es in der Tat so, dass man nicht die Überzeugung hat, dass wir das Mitgefühl im Vergleich zu einem selber haben, aber gar kein Leid mehr der vom Erleben. Auch der Buddha, heißt es, hat Mitgefühl vollendet, erlebt gar kein Leid mehr. So ist es eigentlich nicht so, dass Mitgefühl zu Leiden führt oder die Erfahrung von Leiden hervorbringt. Dass man nun selber, wo wir eben noch keine Heiligen sind und keine Buddhas sind, das heißt, unser eigener Geist steckt noch selber in Unwissenheit in Form des Greifens nach dem Selbst und der Selbstbezogenheit noch quasi gefangen. Ist es vielleicht so, dass eben mehr andere Gründe dahinter sind, wenn man sich dem Leid anderer öffnet, dass man dann selber leidend oder Schmerz und Unbehagen erlebt. Aber wir sollten so überzeugt sein von der Qualität, vom Mitgefühl, dass uns das nicht quasi vom Weg oder von dem Absicht, Mitgefühl mehr zu kultivieren, beeinträchtigt oder abbringt, sondern man sollte denken, egal, ich meine, ich erlebe so viel Leiden durch andere Dinge, die wirklich sinnlos sind, indem ich mich mit anderen streite oder in anderen Zustände begebe, andere verletze, dann ist es doch so, dass ich jetzt, wenn ich jetzt schon Mitgefühl, was heißt wirklich was Positives bewirke, wenn das ein bisschen mit Unbehagen hier und da einhergeht, das werde ich auf alle Fälle annehmen und das ist mir auch wert, entsprechend das auch in Kauf zu nehmen. So sollte man schon eine starke Entschlossenheit haben, das ist sehr, sehr nützlich. Tende za ni je se de pe dunga de chande ke lo jire ndo senje dunga de chande ke lo. Tende za te yan pe za che so si ke chi chen da wo te chi chen senje le dunga da wo je le wa ni ya bo chan ne mo do san pe za che pe na ta ta na san da wo do wo na sa to so an san san le so na sa ya ko ya ma chi chen na sa de ye de tende ni ba ya bo ye ni to so ha ko ye sa ba tende za ani tende ya so tapachana niji yeni achi chendagala nasa diya namashi mi jambadan devashira machi tharin sene zaza che gogdo san kari sene dunga de tana nya bi sambate ye shinje kola dunga de tegu mare tetsani tegu yama tinde inza te kari ina jane da so ha ko wa ina tegu mare ha mago tapan ra yana yo zaza che yere dedo telia. Und das Mitgefühl hat dann auch eine starke Auswirkung, weil wenn man selber Mitgefühl aufweist,
dann ist man sehr achtsam im Umgang mit anderen, weil das Anliegen, was von Herzen da ist, ist ja, dass man dem anderen nicht leiden sehen mag. Und dann ist es auch etwas, wo man eigentlich feststellen kann, jetzt zu dieser Corona-Zeit, dass wenn man Mitgefühl hat, ist so eine Person auch sehr achtsam beim Umgang mit anderen. Das heißt, selbst wenn man sich selber vielleicht als gesund und so empfindet, weiß man, ja, viele haben gar keine Symptome. Kann ja durchaus sein, dass ich selber letztlich infektiös bin, auch wenn es mir selber gut geht. Und so würde man, wenn man dann Mitgefühl hat, auch wenn man sich selbst pudelwohl fühlt, trotzdem diese Sicherheitsmaßnahmen einhalten, quasi auf andere Rücksicht nehmen und so weiter. Allein aus Mitgefühl und der Sorge daran, dass man keinen Wunsch hat, dass andere leiden. So. Und so würde dann auch entsprechend diese Dinge, die wir da im Moment erfahren und die Regeln, an die man sich hält, eigentlich alles dann Ausdruck des eigenen Mitgefühls sein. Weil man, wie gesagt, im Mitgefühl, wenn der Geist unter Mitgefühl steht, keine anderen verletzen mag. Ob direkt, wird man es auf alle Fälle den Schaden von anderen abwenden. Aber selbst eben, wenn jetzt gar nicht so die Dinge offensichtlich sind, würde dieses Mitgefühl dazu führen, dass man sehr, sehr achtsam ist eigentlich im Umgang. 다당에 동양 세메데 시에레 니진 세메 시에레 다도서 카시게 다데 야포도도 등한테 제투메 사산도 동양테 가와 강간을 봐 니리 차단도 차와든가 짠에서 도토메 사산도 아니 다 니진 세메 세나야 베 강간을 제 니진도 제지 테 칼카오레 사산도 라상가서 까요 대가야 뭐가서 생긴 바 쇼je tine ya montone chiche atota chebayina ngazo 생긴 바데 실루가 니바 자지 뚱지 생긴 바데 치게 tine 이제 티 제토니 뭐발라 테 야보 쇼데 녜생라 펜스 텔라테네 미젠발라 야가 따따이나 가리나 야르 도스서선데 야진 로에 예레스. Wenn ich nun das verdeutliche, diese Qualitäten des unermesslichen Gleichmuts oder jetzt des unermesslichen Mitgefühls, dann mag es bei manchen der Fall sein, dass sie zwar denken, ja, ist eine tolle Sache, aber ich werde es eh nie schaffen. Das heißt, es ist eigentlich ausweglos. Das klingt zwar ganz gut und mag auch toll sein, aber ich kann nicht jetzt Mitgefühl mit allen haben oder wird irgendwie jetzt völlig gleichmütig. Das funktioniert ja gar nicht oder so. Das heißt, man hat gleich so eine entmutigende Reaktion. Aber da macht man sich oder da schiebt man eigentlich sofort solchen Qualitäten bei sich selber einen Riegel vor, was gar nicht so angebracht ist. Im Buddhismus hat man die Überzeugung, dass es nichts Vergleichbares gibt, was so kraftvoll ist wie der eigene Geist. Und man kann eigentlich diese Kräfte, die unser eigener Geist in sich trägt, gar nicht korrekt einschätzen. Es gibt eigentlich im Äußeren wirklich so die Sachen angeht. Da wird man feststellen, dass wenn man so sich nicht entmutigen lässt und kontinuierlich solche Qualitäten kultiviert, dass der Geist durchaus eine Veränderung nimmt, die man vorher gar nicht hätte glauben können. Und deswegen ist es wichtig, dass man sich von solchen entmutigenden Reaktionsmustern ein bisschen löst. 바 샴네 센종마 제 냐네제 아니 사나동 뚜리 제와이네 센종마 쇼 자시 디루데 종마 야포쇼 양페 야포지 도와치 센이야 펜보다오치 따티 센종마 제안에 펜투 쇼제레스. Und man muss immer sehen, es gibt da, die kennen das ja ein bisschen, auch wenn die Zeit ja schon ein bisschen über ist, dass wenn wir unsere streckige Kleidung tragen, dass wir uns ja nicht so ganz so wohl fühlen. Und wir können selber feststellen, wir wissen ja, dass wir diese Kleidung, wenn sie verschmutzt ist, auch wieder sauber kriegen. Und wenn man, oder auch den Körper, und wenn man entsprechend das ordentlich wieder sauber hat, dann fühlt man sich ja eigentlich danach ziemlich gut. Und so ist es ein bisschen im Geist. Das heißt, unser Geist wird ja auch quasi befleckt oder beeinträchtigt von diesen ganzen Fehlern, ob das nun ist, dass der Geist sehr viel Dumpfheit aufweist, Anhaftung, Abneigung, Stolz, Missgunst, was auch immer. Aber die Wirkung ist ähnlich, wenn man ernsthaft nun mit solchen geistigen Mitteln, es geht auch nur mit geistigen Mitteln,
diesen Befleckungen des Geistes was entgegensetzt, dann wird mit der Zeit der Geist auch immer geläuterter und reiner, der eigene Geist. Und das Wohlgefühl, wenn der Geist so diese Läuterung erfährt, übertrifft eigentlich dieses Wohlgefühl, was wir haben, wenn wir wieder die Kleidung und den Körper sauber haben, bei Weitem. Natürlich muss man dann auch noch ein bisschen seine Prioritäten vielleicht verändern, weil wenn wir ehrlich sind, ist ein dreckiger Körper oder auch dreckige Kleidung eigentlich gar nicht so ganz so Schlimmes. Das heißt, das bringt eigentlich nicht so viel Schaden hervor. Wenn man da guckt, für so was ein befleckter Geist fähig ist, ist eigentlich das Leid, Schaden reinigt, als sich zu stark um die Läuterung der äußeren Dinge kümmert. Natürlich soll man sich außer Acht lassen, aber wichtiger, die Dinge zu reinigen, ist eigentlich mehr den Geist zu reinigen, als jetzt äußere Dinge. Vielen Dank an alle Zuhörer und Zuschauer. Zum Abschluss möchte ich noch, bevor wir die Widmung sprechen, darauf hinweisen, dass Ken Rinpoche am Freitag auf YouTube zu sehen ist. Da gibt es eine Art Tagesseminar für alle zugänglich. Und zwar ist das Thema, dass man ein ruhiger Geist in stürmischen Zeiten. Das heißt, wie schafft man es in stürmischen Zeiten, hat wahrscheinlich in Bezug zur heutigen Zeit auch jetzt im Moment, einen ruhigen Geist zu bewahren. Das geht Karfreitag um 14 Uhr los, hat eine Pause und endet um 17:30 Uhr, sind alle eingeladen. Dankeschön. Vielen Dank. Vielen Dank. Tushinang. Tojiche. Dann Lanzates.